Good evening, everyone, and welcome to the first of the lockdown webinar series. Schönen Abend alle und willkommen zum ersten Webinar hier. And tonight we're going to be looking at, the topic is the coronavirus. Heute Abend geht es um den Coronavirus. And we'll be looking at the, I'll be talking about a little bit about the physiology and anatomy and genetics of this new SARS coronavirus 2. Und Hugo erzählt etwas über die Physiologie, aber auch über die Genetik des SARS-Coronavirus 2. And the disease of coronavirus disease 2019, or COVID-19 as it is actually shortened to. Aber er erzählt auch etwas über die Erkrankung, wie sie in kurz Covid-19 genannt wird. Okay, so, and then I'll be talking a little bit about NK and acupressure formatting and some things that we've got that you can do to support the immune system with kinesiology. Und dann spricht er abschließend noch natürlich etwas über NK und über Akupressurformate und wie wir das auch hier nutzen können in unserer Kinesiologie. Okay, so everyone see that all right? Sieht jeder die PowerPoint gut? Thumbs up? Yep, okay, good. Okay, so the coronaviruses are an actual group of viruses. You can get them in many different species, and they're basically there to cause upper respiratory tract infections. Der Coronavirus ist eine Gruppe von Viruserkrankungen oder von Viren, die in verschiedenen Spezies vorkommt und einfach Erkrankungen der oberen Atemwege verursacht. So they're known for the upper respiratory tract infections. Sind bekannt für die oberen Atemwegsinfektionen. There are 7 known coronaviruses that infect humans. Es gibt 7 bekannte Coronaviren, die den Menschen infizieren können. They are an RNA virus, which is interesting in itself, and I'll be talking about the significance of that later. Dabei handelt es sich um einen RNA-Virus und es ist noch ein interessantes Detail, um das wir uns später noch kümmern werden. And the word corona is actually Latin for crown. It's also Spanish. That's because the virus looks like a crown under a microscope. Und Corona ist ein Wort im Lateinischen für Krone. Corona ist aber auch Spanisch und deshalb, weil unter dem Mikroskop der Virus aussieht wie eine Krone. Okay. So the things we'll be looking at is the coronavirus physiology and how it attaches to the cell, how it's activated by enzymes and how it's replicated by viruses. Wir werden uns die Physiologie des Coronavirus näher anschauen, wie es sich an die Zellen anheftet, wie es verschiedene Enzyme aktiviert und wie es sich reproduziert. We'll be looking at some acupressure formatting. I'll be talking a little bit about that for those of you who are not familiar with it, and an acupressure format from almost, I don't know, 15, 16 years ago in the NK body of work for coronavirus. Und wir schauen uns natürlich auch die Akupressurformate an für den Coronavirus und er spricht auch etwas über die Akupressurformate für diejenigen unter euch, die jetzt keine NK-Formatierer sind. Das ist auch nochmal interessant, das Virusformat für den Coronavirus, das gibt es schon seit circa 16, 17 Jahren, seit dem Immun-2-Kurs. From the Immune-2 course, that's right. And we'll also be looking at the immune response to the coronavirus. Wir werden uns auch noch die Immunreaktionen zum Thema Coronavirus näher ansehen. So this is kind of interesting, especially the inflammation. Sehr interessant, speziell in Bezug auf Entzündung. Because a lot of people that have been severely infected by this current coronavirus have a very strong inflammatory response.
Weil speziell die Menschen, die jetzt von der Erkrankung betroffen sind, haben eine sehr heftige Entzündungsreaktion aufgrund des Coronavirus. We'll be looking at the natural killer cells and the T killer cells, which are the immune system's response to try and get the coronavirus while it's infecting another cell. Und wir schauen uns auch noch näher die Reaktionen an der natürlichen Killerzellen und der T-Killerzellen, die versuchen, den Coronavirus abzuwehren, während der in die Zelle einzudringen versucht. And then we'll be also looking at the antibody as well. Und wir werden uns auch noch die Antikörper ansehen. Gehört auch noch zum adaptiven Immunsystem. So let's have a look. That's what they look like under a microscope. And so that's the crown. So schauen sie aus unter dem Mikroskop. Das wäre hier auch die Krone. And you can see here these little things here. These are the so-called spike proteins. Das sind die sogenannten Zackenproteine hier außen. And they're what give it the appearance of a crown under a microscope. Und das lässt sie eben so aussehen wie eine Krone unter dem Mikroskop. Okay. Then these are the, so this is actually what it looks like. And so now we can get into a little bit of nitty-gritty. So schaut es aktuell aus. Jetzt können wir uns dem Detail widmen. Okay, so you can see here that these are your spike proteins. Hier seht ihr die Zackenproteine in pink. And this is what gives this appearance here. They're the spike proteins. Und das wäre nochmal das Bild desgleichen. And you may have heard there's a lot of talk about these spike proteins. Und es wird ja sehr viel gesprochen über die Zackenproteine. Also vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Because they're the ones that actually, they're designed to actually lock into a specific receptor on cell membranes, and this one's adapted for the human. It's called the ACE2 receptor. Und die sind bekannt, dass sie sich an einem ganz bestimmten Rezeptor festsetzen, an der Zellmembran. Und dieser Rezeptor ist auch bekannt als der ACE2-Rezeptor. And what they do is then there's another enzyme that will then activate the virus so it can then enter the cell. Und dadurch wird ein weiteres Enzym aktiviert, welches dann dem Virus den Eintritt in die Zelle erlaubt. And this is, and what's unusual about this specific coronavirus compared to the other coronaviruses is actually the way it enters the cell. Und was eben diesen spezifischen Coronavirus so einzigartig macht, ist eben die Art und Weise, wie er in die Zelle hineingelangt. And it does it by the previous coronaviruses, they enter the cell by endocytosis. Und die früheren Coronaviren sind in die Zelle gelangt über die Endozytose. Whereas this one enters by membrane fusion. Aber dieser Virus tritt ein über eine sogenannte Membranfusion. Okay. And this is why this virus is particularly infectious. Und deswegen ist dieser Virus so speziell infektiös. Okay. Now let's have a look at some of the other things. Dann schauen wir uns noch weitere Dinge an hier. Now down here, this gold coil, this is actually the RNA. Diese goldenen spiralenförmigen Gebilde, das ist aktuell die RNA des Virus. Okay, so this contains the genome of the virus. Enthält auch das Genom des Virus. And the virus actually only has 10 genes. It's a very small. Und dieser Virus hat nur 10 Gene.
Then here you've got the, this is what's called the viral envelope, this sort of red thing here. Und das Rote hier wäre quasi die Virushülle. So the viral envelope is actually essentially a membrane, it's the same structure as a human cell membrane, or which is a phospholipid bilayer. Und das kann man vielleicht so sehen wie eine Zellmembran, wie von einer menschlichen Zelle, und besteht aus Phospholipiden, sondern die Zellmembran. Yeah. And you can see here there's various other little proteins in there. Dann finden sich noch weitere Proteine an dieser Oberfläche. Okay. So this is a typical coronavirus. Das ist ein typischer Coronavirus. Then over here, if we look at this, you can see these are the actual 7 coronaviruses that do infect humans. Und hier in dieser Tabelle seht ihr die 7 Coronaviren, die Menschen eben infizieren können. And you can see 4 of them cause the common cold. 4 davon verursachen einfach die ganz gewöhnliche Erkältung. So we've got the original SARS coronavirus. Dann haben wir den originalen SARS-Coronavirus. Which stands for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Und das steht für SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, also quasi akutes, also schweres akutes respiratorisches Syndrom. And then we've got MERS, which is the Middle Eastern Respiratory Syndrome. This was in 2012. Dann haben wir diesen MERS, das war eben dieser vom Mittleren Osten, dieses Atemwegssyndrom von 2012. And from 2019, we've got this, what the virus is called SARS coronavirus 2. Und von 2019 haben wir den Virus, der eben genannt wird SARS Coronavirus 2. And it's creating the disease called COVID-19. Und dieser Virus verursacht die Erkrankung COVID-19. Okay. And so these are the 7 coronavirus that infect humans. Und das sind eben die 7 Coronaviren, die den Menschen infizieren können. Okay, so this is a coronavirus life cycle. Und wir schauen uns jetzt den Lebenszyklus eines Coronaviren an. You can see here that these black here are the spike proteins. Und hier diese schwarzen zangenartigen Gebilde sind eben diese Zackenproteine. And you can see here it's locking on here to this specific receptor that's on the membrane of the cell. Und dieser dockt an diesem speziellen Rezeptor, der sich an der Zellmembran befindet. You can see here you've got your phospholipid bilayer of the viral envelope. Und hier seht ihr quasi den Umschlag oder die Hülle des Virus, diese Phospholipidmembran. And then in here you've got the RNA. Und hier drinnen wäre dann quasi die Spirale, die RNA. And so you can see it's got these little light blue proteins there called the nucleocapsid proteins. They actually protect the RNA. Und ihr seht hier so diese hellblauen Bereiche hier drinnen, diese Nukleotid-Kapsid-Proteine, und die schützen die RNA. So once the virus enters the cell, wenn der Virus dann in die Zelle eindringt. So normally, like endocytosis would be that the virus would enter by the membrane going around the virus and then going in and then breaking through the membrane. So it's a relatively slow process. Auf herkömmliche Art und Weise wäre es durch Endozytose. Das heißt, der Virus wird von der Membran außenrum eingeschlossen und so von der Zelle aufgenommen und ins Innere geleitet. Das wäre allerdings ein sehr langsamer Prozess.
Whereas membrane fusion means the viral envelope fuses with the human membrane because they're both phospholipid bilayers, and it fuses and just dumps the contents in quickly. Aber Membranfusion heißt eben etwas anderes, nämlich der Virus oder die Virusmembran, die auch aus Phospholipiden besteht, so wie diese Zellmembran des Menschen, fusioniert mit der Zellmembran des Menschen und entleert einfach seinen viralen Inhalt in die menschliche Zelle. So then what happens is it's all about getting the DNA out. Es geht nur darum, die DNA, RNA. die RNA aus dem Virus rauszubekommen. Now, that's interesting because the coronavirus is an RNA virus, which mean their genome in the virus is in RNA instead of DNA. Und es ist interessant, weil der Coronavirus ja ein RNA-Virus ist und das heißt, das Genom ist praktisch über die RNA im Virus, im Coronavirus enthalten. Okay. So something like, so for instance, HIV. Wie zum Beispiel HIV. That's a DNA virus. Das wäre ein DNA-Virus. So what happens inside the cell is different for a DNA virus and an RNA virus. Was jetzt innerhalb der menschlichen Zelle passiert, unterscheidet sich zwischen einem DNA-Virus und einem RNA-Virus. So you can see here with RNA, you can directly go to the ribosome. Mit einem RNA-Virus, man sieht hier, kann man mit der RNA direkt zu den Ribosomen gehen. In the genome, there's only one enzyme. And so as this RNA goes to the ribosome, it can produce the enzyme, which will then produce what's called a negative copy of the RNA. Und was möglich ist hier, nachdem in dem Genom des Virus nur ein Enzym kodiert ist, kann die RNA direkt zu den Ribosomen gehen und kann quasi des Weiteren nur dieses eine Enzym produzieren. Und das macht es mit einer negativen Kopie, mit diesem negativen Band hier. Ihr seht das mit der Maus, mit einer negativen Kopie angefertigt. So basically, the RNA of the virus acts like messenger RNA from humans. Die RNA im Virus verhält sich wie die Messenger-RNA im Menschen. And then you start producing all the different proteins. Und dann fängt der Virus an, all diese verschiedenen Proteine zu produzieren. And you can then then you start producing the proteins can be produced in the cytoplasm in free ribosome or in the rough endoplasmatic reticulum where they're attached to the membrane. Und es gibt jetzt in der menschlichen Zelle mehrere Möglichkeiten, wo diese Proteine dann produziert werden können, eben im freien, rauen endoplasmatischen Retikulum oder eben hier in dem gebundenen. And you can see here that then some of the proteins will embed into the membrane, and then the RNA comes in, and the viral envelope is actually made out of the membrane of the rough endoplasmatic reticulum. Und dann verbinden sich die quasi wieder mit diesem Phospholipid. Und so what did you say? The RNA is made of the phospholipid? No. The viral envelope is made of the phospholipid bilayer of the rough endoplasmatic reticulum. Okay. Also eben, weil diese Virushülle, diese Hülle eben auch aus diesen Phospholipiden besteht, so kann quasi dann dieses Nukleokapsid da auch wieder sofort durchdringen durch diese Hülle über die Fusion. Ja? Yeah. Das ist quasi die virale. And so then you get the viruses, then the reproduced virus, which is a copy of the original virus, is then inside the rough endoplasmatic reticulum. Und dann habt ihr hier quasi das reproduzierte Virus quasi, ja, im rauen endoplasmatischen Retikulum. Das ist quasi eine Reproduktion von dem Virus, der oben über die Membranfusion eingedrungen ist.
And then it can leave through, again, you know, using the membrane to like a Golgi or secretory vesicle, really, and then it gets out. It's secreted just like you would secrete a hormone or an enzyme or something, or a neurotransmitter. It's exactly like that. Und dann kann quasi der Virus, der neu produzierte Virus über das raue endoplasmatische Retikulum, der da produziert worden ist, einfach über ein Vesikel auch die Zelle quasi wieder verlassen und wieder fusionieren, wie irgendein Stoff, der innerhalb der Zelle eben produziert worden wäre. Now, if it was a DNA virus, wenn es ein DNA-Virus wäre, then you would actually have to make, it's a bit more complicated because you have to make an RNA copy, then a DNA copy of the RNA copy, and then HIV is a retrovirus, so then that DNA would then get inserted into the host DNA in the genome. Dann wäre das viel kompliziert, aber dann müsste man quasi erst eine RNA-Kopie anlegen, bevor man aus der quasi das wieder rückentschlüsseln kann über DNA. Und dieser HIV ist ja eben quasi ein Retrovirus, dann wäre das Ganze schon viel komplizierter. So this is the genome of the SARS coronavirus 2. Das wäre jetzt das Genom des SARS-Coronavirus 2. And you can see that they're basically, ORF stands for open reading frame, or it's a gene. They were numbered 1 to 10, but some are here have got different numbers, but anyway. Das ORF hier am Anfang steht für Open Reading Frame, das ist ein Protein, die werden dann nummeriert. And you can see here, the first one here, I've got enzyme. Das erste hier wäre ein Enzym. So this is the enzyme. You'll notice it's got 2 enzyme numbers. That means this one protein does 2 things. Und ihr seht hier schon, dass es hier 2 Enzymnummern gibt. Das heißt, es handelt sich um ein Protein, welches aber für 2 Dinge zuständig ist. The first thing is it uses your ATP to unwind the RNA. Das erste Enzym verwendet deine ATP zum Abwickeln der RNS. And the other one, and then it also does virus replication. Und das andere ist eben zuständig für die Virusreplikation. Now here you've got this one 3A. This is a transport protein that actually, or movement protein that's there involved in getting the virus into the cell. Dieses ORF3 ist quasi ein Transportprotein, welches hilft, den Virus in die Zelle zu befördern. Okay. You've got a few other there, membrane, etc. Down here you've got the spike protein here, and this is the one I was showing you before. Also hier unten habt ihr eben dieses Zackenprotein, welches eben diese Spitzen oder Zacken bildet, was ich euch vorher schon gezeigt habe in Pink. And so what that does is it binds to the surface proteoglycans, which have heparan sulfate on it. Und das bindet jetzt eben an diese Proteoglykane, welche auch Heparansulfat an der Oberfläche haben. And the proteoglycans, what you find is they're very important. You find them in mucous membranes. They're very abundant in all mucous membranes. Und diese Proteoglykane, die werden sehr häufig gefunden und sind sehr wichtig, speziell auf allen Schleimhäuten. Okay. So just looking at the enzymes, some of the important proteins. Und wenn wir uns jetzt die Enzyme anschauen, einige der wichtigen Proteine hier. You can see that this one protein has 2 enzyme numbers. Eben dieses eine, schon bekannte Protein ORF1 hat 2 Enzymnummern. Which means that anyone who's done any NK formatting, you'd have formats for these enzymes from the nutrition A.
Und wer jetzt schon mit NK arbeitet und Balancen macht, weiß, wenn ihr eine Enzymnummer seht, habt ihr da auch Formate, Akupressurformate für diese beiden Enzymnummern von Ernährungsakkus. Okay. So you make, so you can see this is the one, the first one here, 27748. This is makes important for viral replication, and you get this in most RNA viruses. It's a very simple enzyme that just replicates the RNA. Und dieses Enzym 2.7748, das ist eben zuständig für die Virusreplikation. Das heißt, dass sie sich selbst kopiert, und es geht über eine Kopie der RNA von dem viralen Genom und wird eigentlich in den meisten Viren gefunden, die RNA. And and then you've got the RNA helicase, and this needs to use your ATP to actually unwind the RNA. So it's using the ATP that you made in your mitochondria to unwind itself. So really the virus gets in there, uses your ribosomes, your ATP to replicate. Und hier dieses Enzym 3.6.4.13 verwendet unser körpereigenes ATP, um quasi die DNA aufzuspalten, um diese RNA quasi auch abzuwickeln, und benutzt dann unsere eigenen Kopierprozesse, die wir normalerweise für unsere eigenen Proteine von der DNA selbst verwenden, wird quasi dann von der Virus-RNA genützt, ja, um sich selbst zu replizieren. Okay, then we've got the 3A. This was the movement protein or the transport protein. Dann haben wir das ORF3, das wäre quasi das Protein, welches für den Transport zuständig ist, das Transportprotein. And it, excuse me, and it does it by downregulating the toll-like receptors 3 and 7. Und es macht es quasi, indem es den tollähnlichen Rezeptor Typ 3 und 4 herunterreguliert. Then we've got the spike protein, as I mentioned before. Dann haben wir noch das Zackenprotein, wie er vorher schon erwähnt hat. And what's interesting about this is that you still have to have an enzymatic activation of the protein, and there's some interesting stuff around that. And originally when I first put this stuff together, it was in February, and you know, you sort of read things here and there. Since then there's more information coming out, but anyway. Und das braucht natürlich erst, um aktiv zu werden, eine enzymatische Aktivierung. Und er hat ja das erste Mal über den Virus im Februar schon gelesen und geforscht und angefangen, eben auch darüber eine Balance zu schreiben. So let's look at what happens in the human immune response. And the first thing we need to look at is inflammation, because this is what is creating a lot of the symptoms of people that have the COVID-19 disease. Und lasst uns jetzt mal anschauen, was das Immunsystem betrifft. Welche Reaktionen in dem menschlichen Körper aufgrund dieser Coronavirus passiert. So the inflammation has various stages to it. Es gibt unterschiedliche Stufen der Entzündungen. First is you have edema. Well, first there's a trigger, and in the case of COVID-19, the trigger is the SARS-CoV-2. Als erster haben wir einen Trigger. Das wäre erstmal der SARS-CoV-2. And so this would be, first is edema. Dann haben wir als erstes ein Ödem. Then you've got here PMN, these are the neutrophils, and they come in first, and they bring it in the macrophages or monocytes. Und dann haben wir im nächsten Schritt die Neutrophilen, die da als erster anrücken, und die bringen dann erst die Monozyten oder Makrophagen mit ins Spiel.
Okay, so monocytes can either be in their initial phase is when they're in the pro-inflammatory phase, where they release all the pro-inflammatory cytokines. Und die Monozyten sind zu finden erstmal in der ersten Entzündungsstufe, wo dann die ganzen Zytokine quasi auch freigesetzt werden. And the pro-inflammatory phase is there, it should be acute. Und dann gibt es eben diese Pro-Entzündungsphase, die ist dann akut. Then you should have, after it's over, then you would go into the resolving phase where you resolve the inflammation and heal the tissue. Und als letzte Stufe oder als nächste Stufe wäre es quasi dann so die Auflösungsphase dieser Entzündung, wo dieses Gewebe oder dieses zerstörte Gewebe auch aufgelöst werden muss. And in this phase, they produce the anti-inflammatory cytokines and the resolvins, which are fatty acid-derived hormones. Und in dieser Auflösungsphase werden dann natürlich auch diese Anti-Entzündungszytokine produziert. Ja? Und die sollen das dann quasi auflösen. Das sind natürlich auch Fettsäuren. So what happens is with a lot of the people have had the severe symptoms of COVID-19, there you get into this inflammatory phase and you're producing a lot of inflammatory cytokines and the virus actually spreads far around the body. Und was passiert mit der Corona-Erkrankung ist, dass es sehr, sehr viel also entzündungsfördernde Prozesse gibt. Das heißt, hier sehr, sehr viele entzündungsfördernde Zytokine freigesetzt werden, die dann den Körper und auch das Gewebe angreifen. So this, and you know, things like people have a lot of fibrosis in the lungs is what you see, and that's because in the pro-inflammatory phase, you're producing a lot of fibroblast growth factor and scar tissue as an effect from the inflammation. Und was man auch sieht bei den Erkrankten ist, dass es sehr viel Fibrose zu finden ist in der Lunge. Und das ist einfach auch als Ursache zu sehen, weil ja in diesem Entzündungsstadium sehr viel, zum Beispiel Fibroblast und so weiter, produziert wird, um diese Entzündung auch zu fördern. Then you've got this whole thing about the M1 or M2 macrophages. Dann gibt es so die ganze Geschichte zu den M1 und M2 Makrophagen. And you know, so pro-inflammatory is producing the pro-inflammatory cytokines. Und dieses Pro-Entzündung produziert dann auch diese Pro-Entzündungszytokine. And then the resolving is when you're producing the resolvins, which are the omega-3, mainly omega-3 fatty acid derived hormones that help with tissue repair and regeneration. Und dann haben wir noch die Pro-Lösungsphase, Resolving-Phase quasi, wo sehr viele Omega-3-Fettsäuren produziert werden, um diese Gewebsschädigung quasi auch ja, wieder zu reparieren. Da geht es viel um Reparierungsprozesse. So, and of course, you know, I mean, and chronic inflammation is actually the cause of a lot of diseases, and people get stuck in that. So one way to help with chronic inflammation is to look at how you can support the resolution of chronic inflammation. Und natürlich ist die chronische Entzündungsbahnen und Probleme sind bei sehr, sehr vielen Krankheiten beteiligt. Und deswegen ist es immer wichtig, sich speziell auch in der Kinesiologie die Teile anzuschauen, die für die Lösung, für das Resolving quasi zuständig sind.
Now, I did read an article. They said that in COVID-19 patients, these were the pro-inflammatory cytokines that were found in high levels with people actually with the disease. So it was kind of interesting. Und das sind jetzt alles Pro-Entzündungszytokine, die Hugo in einem Artikel gefunden hat, die gesagt haben, ja, die kommen alle vor, wenn jemand an Covid erkrankt ist. And you'll notice here you've got basic fibroblast growth factor 2. So this is the guy that's going to do the scar tissue and give you all the fibrosis in the lungs and other places in the body as well. Und gerade dieser Basis FGF2 Zytokin, der führt speziell zu den Gewebeschäden und dadurch auch zu der ganzen Fibrose in der Lunge, aber auch noch in anderen Organen. And these ones down here with the M in front, these are chemokines. Hier unten mit dem M vorne, MIP, MCP, das sind Chemokine. Okay, so they'll attract in other monocytes and macrophages to go into the inflammation. So it's really a big inflammatory kind of storm going on here. Und von den Chemokinen werden speziell die Monozyten und aber auch die Makrophagen angezogen. Das sind auch Immunzellen, die quasi hier einen richtigen Sturm auslösen. And then you've got the pro-resolving mediators. So this is, I think if you've got clients or you're working with people or you know someone who's got it, is to support the resolution of inflammation, especially with your omega-3s. Und speziell, wenn ihr mit Menschen arbeitet, die chronische Entzündungen haben, dann gibt es quasi Probleme mit dem Auflösungspfad der Entzündung. Und dann sollte man einen speziellen Augenmerk gerade auf Omega-3-Fettsäuren lenken, weil die für die Auflösung von Entzündung zuständig sind. And so these specialized pro-resolving mediators are derived from those 4 fatty acids listed there. Und diese ganz speziellen Pro-Resolving Mediators werden quasi erzeugt von diesen Fettsäuren, die ihr jetzt hier aufgelistet seht. You can see there's a couple actually from arachidonic acid, which is omega-6. Es gibt auch welche von diesen Auflösefaktoren, die von der Arachidonsäure abstammen. Das ist ja die Omega-6-Fettsäure. And then here you've got your 3 omega-3 that produce the resolvins as well. Und hier habt ihr natürlich aber auch die restlichen 3, sind ja Omega-3-Fettsäuren, die zuständig sind genau für diese Pro-Resolving, für diese Auflösung von Entzündung. Okay, so that's the inflammation. So it's important to understand is people with COVID-19 have a very strong inflammatory response. Und so viel jetzt zur Entzündung. Man muss einfach verstehen, dass Menschen mit einer Covid-Erkrankung, Covid-19, sehr, sehr viel auch mit Entzündung zu tun haben, dass es da Entzündungsprozesse im Gang sind. And especially can, I was reading it can spread not only say from your lungs, or you can even get it through your eyes because your eyes have mucous membrane. Und diese Mediatoren können sich natürlich auch noch verteilen, hauptsächlich natürlich in der Lunge, aber es könnten natürlich auch die Augen betroffen sein, hat Hugo in einem Artikel gelesen. And but it's also found it goes into the heart and the kidneys as well. Auch das Herz und die Nieren können davon betroffen sein. And so it can spread, the virus, once it gets into the body, can spread and infect other organs, and it can be quite severe. Das heißt, wenn der Virus erst einmal in den Körper gelangt ist und sich dann verteilt, kann er sich eben auch an andere Organe, in anderen Organen verteilen, nicht nur die Lunge. Und dann kann es natürlich zu schweren Folgen kommen. Okay. And so there you get this really strong inflammation, say in the heart and kidneys, and can lead to heart failure, kidney failure, like this. Das kann natürlich auch zu starken Entzündungsprozessen, speziell auch im Herzgewebe oder im Nierengewebe führen.
welches dann natürlich große Probleme verursacht, bis hin zum Nierenversagen oder Herzversagen. Okay, so let's look at the adaptive immune response. Okay, schauen wir uns mal die adaptive Immunreaktion an. So the adaptive immune system, basically, it's got two components to it. Das adaptive Immunsystem hat grundsätzlich zwei Komponenten. And if you look at these two pictures down here on the left, you've got the production of antibody. Und hier links im Bild unten seht ihr die Produktion von Antikörpern. And over here on the right, you've got the production of the T killer cells. Und hier unten rechts seht ihr die Produktion von T-Killer-Zellen. So over here, they both start very similar. You have to have an initial cell recognize the pathogen. Und ihr seht schon, die Bahnen starten relativ ähnlich. Die Ursprungszelle, also es braucht eine Zelle, die das Pathogen erkennt. And this is called the antigen presenting cell. Diese Zelle wird auch Antigen präsentierende Zelle genannt. So on the left, the antigen presenting cell is the B memory cell. Hier links im Bild, die Antigen präsentierende Zelle ist hier die B-Gedächtniszelle. It has the immunoglobulin or antibody on the cell membrane. Es hat quasi dann das Immunglobulin, eben auch genannt Antikörper, auf der Zellmembran. And it must recognize the pathogen. Und es muss damit das Pathogen erkennen. And then it swallows it. Dann wird es von dieser verschluckt. Over here, the antigen presenting cell is a dendritic cell. Hier drüben rechts im Bild ist die Antigen präsentierende Zelle eine dendritische Zelle. The antigen here, the dendritic cell you find in the tissue. So this is when the virus is actually in tissue. Die dendritische Zelle befindet sich mehr im Gewebe. Das heißt, das ist dann der Fall, wenn sich der Virus auch im Gewebe befindet. Where over here, the B memory cell's in the blood. So it actually recognizes the pathogen while it's floating in the blood. Hier drüben links im Bild ist eben die B-Gedächtniszelle und die befindet sich im Blut. Das heißt, die wird dann aktiv, wenn der Virus sich im Blut befindet. Okay. They both swallow the pathogen. Beide verschlucken das Pathogen. Then they break it into little bitty pieces. Dann spalten diese Zellen das Pathogen in kleine Stückchen auf. Then it puts a little piece of it out here on this special red molecule here called MHC class 2. Dann wird ein kleines Stückchen von dem Pathogen hier auf dieses kleine rote Molekül namens MHC Klasse 2 gepackt. And this is what it presents to the T helper cell. Und das ist quasi dieses silberne Tablett, wo es quasi präsentiert wird, der T-Helferzelle präsentiert wird. So then the T helper cell's got its T cell receptor. Und die T-Helferzelle hier hat dann wieder ihren T-Zellenrezeptor. And this must recognize the pathogen too, but it's not recognizing the whole pathogen, just this little bit that's on the MHC class 2. Und die muss quasi ja auch das Pathogen erkennen, aber eben nicht das ganze Pathogen, sondern nur das Stückchen des Pathogens, welches hier präsentiert wird. And so then once this happens, the T helper cell is activated. Wenn das erstmal passiert, ist die T-Helferzelle somit aktiviert. So from here you get slightly different response. Von hier bekommen wir jetzt leicht unterschiedliche Reaktionen. So on the left here, the T helper cell then activates the B memory cell. Hier auf der linken Seite, die B-Gedächtniszelle aktiviert, die T-Helferzelle aktiviert die B-Gedächtniszelle. Exactly. And so the B memory cell then differentiates and proliferates. Und die B-Gedächtniszelle differenziert sich dann
und proliferiert sich, also teilt sich, vervielfältigt sich. Which means it differentiates into B memory cells and B plasma cells. Und differenzieren heißt, sie differenziert sich wieder in B-Gedächtniszellen, aber eben auch in B-Plasmazellen. And this is, once this happens, you get all these B plasma cells that release free immunoglobulin or antibody. Und wenn das erstmal passiert, dann habt ihr diese ganzen B-Plasmazellen, welche freie Immunglobuline oder auch genannt Antikörper produzieren. And these are specific for the pathogen. Und diese Antikörper hier unten sind ganz spezifisch für dieses ursprüngliche Pathogen. Okay, just like this one was up here. It only recognizes this pathogen only. Also diese Antikörper hier unten werden nur dieses eine Pathogen hier oben erkennen. Then the T helper cell also proliferates. Die T-Helferzelle teilt sich auch. So then you get, so this T helper cell will only recognize this pathogen. Auch diese T-Helferzelle kümmert sich nur oder erkennt nur dieses eine Pathogen. Ist auch für dieses eine Pathogen spezifisch. And the B memory cell, you get also proliferation of the B memory cells. So you get lots of these B memory cells and lots of these T helper cells, and they both only recognize this pathogen. Auch die B-Gedächtniszelle repliziert sich. Das heißt, wir haben am Ende ganz viel von den T-Helferzellen, aber auch ganz viel von den B-Gedächtniszellen, die nur ganz spezifisch für dieses eine Pathogen zuständig sind. Okay, so then this B memory cell can run off and get more pathogens and find more of these T helper cells, and you just get this cascade of immune response in the end to produce antibody in the blood against this pathogen. Und was dann weiter passiert, ist dann, dass diese eine ausgebildete spezifische B-Gedächtniszelle sich eben repliziert, ganz viele davon sich weiterhin auf die Suche machen nach diesem einen Pathogen im Blut. Ja, also das passiert alles im Blut, dieses eine Pathogen. Then over here on the other hand, hier auf der anderen Seite, once the T helper cell here is activated, wenn hier erstmal die T-Helferzelle aktiviert wurde, it differentiates and proliferates. Dann teilt auch die sich und auch die differenziert sich. And it differentiates and proliferates into more T helper cells and T killer cells. Und die differenziert sich und proliferiert sich eben in mehr T-Helferzellen, aber eben auch in T-Killerzellen. And the T killer cells, what they will do, they will recognize when one of your normal host cells is infected by the pathogen. Und was die T-Killerzelle macht, die erkennt, wenn quasi die ursprüngliche eigene Zelle von einem Virus befallen ist, die erkennt es und wird sie quasi dann abtöten. Now, this system of T killer cells is specific for either, it's designed for killing virus-infected cells or killing cancer cells. Und diese T-Killer-Zellen sind spezialisiert, entweder virusbefallene Zellen abzutöten oder Krebszellen. And so here's a picture of a T killer cell. You know, they lock in there and then they inject the cell-killing hormones in there that just kill the cell. Und hier in Orange seht ihr eine T-Killer-Zelle, die in Kontakt tritt mit einer Krebszelle und wie die T-Killer-Zelle diese abtötenden Hormone in die Krebszelle injiziert. Okay. So that's the adaptive immune system. So viel zum adaptiven Immunsystem. The other thing that we've got are the natural killer cells.
Die andere Komponente, die wir hier haben, sind die natürlichen Killerzellen. And the natural killer cells actually are part of the non-adaptive immune system. Die natürlichen Killerzellen sind Teil des nicht spezifischen, angeborenen Immunsystems. And so what they do, they don't have to wait for the pathogen to be recognized by a T helper cell. Und die müssen jetzt nicht extra warten auf ein Pathogen, welches quasi von einer T-Helferzelle erkannt wurde. What they do is they can recognize a virus-infected cell directly or a cancer cell. Denn die können eine virusbefallene Zelle oder auch eine Krebszelle direkt erkennen. And they come in and lock in there. Und die kommen auch hier direkt an die Zelle dran und verbinden sich mit der Zelle. And again, they inject cell-killing hormones. Und auch die führen dann zelltötende Hormone ein. These are all, you can see this is a killer cell. It could be a natural killer cell or a T killer cell. Und das wäre jetzt ein Beispiel einer Killerzelle und es könnte jetzt eine natürliche Killerzelle sein oder auch eine T-Killerzelle. And these are cytokines. Und enthalten drinnen sind Zytokine. Someone recently was asking me about cytokines. Irgendwer hat ihn kürzlich etwas über Zytokine gefragt. So cytokines are just a general class of hormone. They're used by cells of both the adaptive and non-adaptive immune system. Und Zytokine ist einfach eine Klasse von Hormonen und sie werden eben verwendet von dem adaptiven, aber auch von dem nicht adaptiven Immunsystem. The T helper cells secrete them. Die T-Helferzellen produzieren auch Zytokine. And the T killer cell and natural killer cells inject them. Und die T-Killerzellen, aber auch die T-Helferzellen injizieren Zytokine in die Zelle, die abgetötet werden soll. A T-killer. Die T-Killerzelle? Yeah, inject them. Die T-Killerzelle injiziert quasi die Zytokine in die Zielzelle, die abgetötet werden soll. And you get them in the bone marrow as well. Und wir finden sie auch im Knochenmark. And they're involved with the maturation of all the different cell types. Und da haben sie zu tun mit der Heranreifung der verschiedenen Zelltypen. Okay, so let's look at the MHC. Gut, dann schauen wir uns noch den MHC an. Just quickly, they're recognized by the T cell receptor. Werden erkannt vom T-Zellenrezeptor. And you've got different stresses on them. And Steve from the United States reported to me that he's found in a lot of kinesiology stress on MHC1, class 1 in coronavirus patients. Und speziell Steve Hansen hat herausgefunden, dass es gerade in diesem MHC1-Klasse-Rezeptortyp sehr, sehr viel energetischen Stress gibt. Okay, and so these are the different MHC. Und hier habt ihr die verschiedenen MHC. So you can see here you've got the different genes A, B, C. They're class 1 expressed on all cells, and the T killer cells is what recognizes them. Und ihr seht hier schon bei den Genen von A bis C sind alles Klasse 1, eben 1-Komplexe, werden von allen Zellen ausgedrückt, aber erkannt werden sie von den T-Killerzellen. Then you've got the class 2. They're only expressed on antigen-presenting cells, and the target is the T helper cell. Klasse 2, also MHC2, wird nur von den antigen-präsentierenden Zellen ausgedrückt und auch nur von der T-Helferzelle erkannt. And then you've got the E and G gene, which are again class 1 expressed on all cells, but the target are the natural killer cells. Und dann habt ihr das E und G Gen, die werden wieder von allen Zellen ausgedrückt, werden aber quasi erkannt von einer natürlichen Killerzelle.
Um, so transforming growth factor beta-1 upregulation is implicated in symptoms of COVID-19. Also ein erhöhtes Vorkommen von dem Transforming Wachstumsfaktor Beta-1 wird bei Symptomen von Covid-19 gesehen. And Steve found that by balancing formats for this, that the symptoms of coronavirus tend to just disappear. So that's kind of interesting. Or Und wie das people with coronavirus-like symptoms, you should say. Und Steve Hansen, ein Kinesiologe aus den USA, hat herausgefunden, dass speziell, wenn man eben diesen Transforming Growth Factor, also diesen TGF-Beta-1 balanciert, werden die Symptome des Coronavirus, also der Coronavirus-Erkrankung, besser, relativ schnell besser. So then you've got endopeptidases. Dann habt ihr noch die Endopeptidasen. So endopeptidases are enzymes these are the enzymes that are used by the virus to get into the cell, and this is kind of the interesting thing. Und das ist jetzt genau dieses Enzym, welches quasi von dem Virus verwendet wird, um in die Zelle zu gelangen. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte hier. And it might sound fancy, but really it's just an enzyme that'll cut a protein somewhere in the middle. Aber es klingt jetzt vielleicht irgendwie so speziell, aber es ist nichts anderes als ein einfaches Enzym, welches ein Protein einfach in der Mitte spaltet. So some examples these are some examples. These are all digestive enzymes mainly. Also hier ein paar Beispiele für dieses Enzym. Das sind jetzt alles Verdauungsenzyme. And these are a couple of interesting ones. Und hier habt ihr so ein paar interessante Enzyme hier. And I was just reading an article just yesterday talking about this enzyme because the spike protein binds to the ACE2 receptor, and these two enzymes are the candidates for activation to allow the virus to enter the cell. Und dieses Spike-Protein, haben wir ja gesagt, das aktiviert quasi diesen ACE2-Rezeptor. Und das sind dann quasi diese zwei Kandidaten, diese zwei Enzyme, die ihr auf der PowerPoint seht, die dann somit in diese Zelle gelangen. Ja? So that's kind of interesting, and they're both known to be actually candidates for the virus. Und das ist eben sind sehr bekannte Kandidaten eben für diesen Virus, diese zwei Enzyme. So what is the balancing strategy? Okay, was ist die Balancestrategie? We would want to balance the locations that can be infected by the virus. Wir wollen natürlich einen Ort finden, der von einem Virus infiziert wurde. Especially the mucous membranes, mainly the respiratory system. Can be the eyes as well, so you can get a drop in your eyes and you're infected. Speziell die Schleimhäute, speziell auch die Schleimhäute des Atemsystems, der Atemorgane, aber natürlich auch der Augen, weil der Virus auch über die Augen eintreten kann. We can then work with how the virus interacts with the host cells. So, like with the enzymes and proteins and RNA and all this kind of thing. Dann können wir natürlich auch noch arbeiten damit, wie der Virus quasi mit der Wirtszelle interagiert. Und da können wir uns um die Enzyme kümmern, um die RNA, um die Rezeptoren. Then we can also look at balancing the immune system as well. Und dann natürlich als weitere Komponente können wir uns noch ums Immunsystem kümmern und das Immunsystem balancieren. So, and the other thing I'm going to share with you is something cool from my friend in Spain about the emotions of coronavirus. So.
Und was er auch noch gerne teilen möchte mit euch, ist etwas sehr Cooles, und zwar von einer Freundin von ihm aus Spanien über Emotionen in Bezug auf den Coronavirus. Okay. So first, I'll just quickly mention acupressure formatting. I mean, I know I could recognize a lot of people online know about it, but in case anyone doesn't. Also er möchte jetzt einfach ein paar Sätze zu den Formaten sagen, zu Akupressurformaten. Weise hat schon gesehen, dass viele Gesichter ihm jetzt bekannt vorkommen, die heute hier so zuhören bei unserem Webinar. Aber trotzdem für den Fall, dass jemand dabei ist, der noch nie was von Akupressurformaten gehört hat, möchte ich einfach ein paar Sätze dazu sagen. Okay. So it's using a combination of finger modes, and these are kind of standard ones like anatomy and gland mode. Und Akupressurformate benutzen ein paar verschiedene Fingermodes, und das wären jetzt so Standard-Fingermodes wie Anatomie oder der Drüsenmode. Then you've got the acupoints. Und dann haben wir natürlich in Kombination dazu die Akupressurpunkte. So it's kind of, you know, finger modes were used in India as mudras for thousands of years. Und Fingermodes wurden ja in Indien schon für Tausende von Jahren verwendet in Form von Mudras. And the acupoints are used in Chinese medicine for thousands of years. And formatting, which was, or acupressure formatting, was originally developed by Richard Art. It's like he started combining them. Und Akupressurpunkte wurden ja schon für Tausende von Jahren in China, in der chinesischen Medizin verwendet. Und angefangen hat Richard Art damit, eben beides zu verbinden, die Formate quasi, also diese Akupressurpunkte mit den Modes. And here, so, you know, this is my model. It's when you use a combination of them, it's like, instead of playing a note, it's like playing a chord. So it's my... Und das ist jetzt ein pures Erklärungsmodell einfach. Statt einer einzelnen Note zu spielen, ist es so, als ob ihr einfach einen Akkord spielt. So this is the coronavirus format from Immunität from about 15 years ago. Das wäre also jetzt der Akkord. Das ist das Coronavirus-Format, welches er vor 15 Jahren schon entwickelt hatte. So you would put virus mode in, plus, so stack, then small intestine 18. Das heißt, ihr würdet zuerst den Virus-Mode eingeben, das stapeln und dann Dünndarm 18 halten. Yeah. And then looking at the muscle tests. So, you know, like with a basic kinesiology, at least with muscle tests, you can work with, it's an easy way to work with it. And so you can use this format with respect to the muscle tests. Und dann könntet ihr immer dieses Format, was euch eben gezeigt hat, verwenden, in Referenz quasi, aber auch mit dem Muskeltest. And someone recently sent me a question, what's the difference between the infraspinatus thymus muscle test and the middle trapezius spleen muscle test? Und jemand hat ihn jetzt mal eine Frage gefragt und gesagt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Infraspinatus-Muskeltest und dem mittleren Trapezius-Muskeltest? Okay, so the thymus is where you mature T cells. Der Thymus, das ist der Ort, an dem die T-Zellen heranreifen. So this is your T helper cell and your T killer cell. Und das heißt, da handelt es sich um die T-Helferzellen und aber auch die T-Killerzellen, die da heranreifen. And the T helper cell is the, as you saw before when I showed you the adaptive immune system, they both had the T helper cell in it. Und beide haben quasi die T-Helferzelle inkludiert. That is, to activate the B cells and the T killer cells, you need a T helper cell. Um eben die B-Zellen oder die T-Killerzellen zu aktivieren, für beides braucht ihr die T-Helferzelle. So the infraspinatus muscle test is about the T cells. Der Infraspinatus-Muskeltest, da geht es eben um die T-Zellen. Which is specific to the adaptive immune system and only the adaptive immune system.
Und das ist ganz spezifisch für das adaptive Immunsystem und nur für das adaptive Immunsystem. The spleen, on the other hand, when we're talking about the spleen meridian, Und die Milz auf der anderen Seite, und wenn wir uns da vielleicht noch den Milzmeridian ansehen. so normally we can divide spleen meridian into spleen or spleen pancreas, right? Normalerweise könnten wir ja den Milzmeridian aufteilen in Milz oder Milz-Pankreas. And the pancreas is about blood sugar and digestive enzymes. Und die Pankreas, da geht es um Blutzucker und Verdauungsenzyme. But the spleen meridian is actually just general immune system in general. Aber beim Milzmeridian, da geht es einfach nur ums generelle Immunsystem. So, you know, so this is like both adaptive, non-adaptive. Und das wäre beides, also adaptives Immunsystem, nicht adaptives Immunsystem. Allergies, which is, allergies are just an overreaction of the immune system. Allergien werden da auch inkludiert. Allergien ist ja nur eine Überreaktion des Immunsystems. Which, you know, that's allergies, generally it's IgE and mast cell. Und bei Allergien reden wir ja hauptsächlich vom IgE und den Mastzellen. And the non-adaptive immune system, your things, macrophages, and we've got non-adaptive immune system, natural killer cells, a non-adaptive immune system. Und dann haben wir eben das nicht adaptive Immunsystem, dann haben wir die Makrophagen und die natürlichen Killerzellen. It's also to do with your bone marrow and all your blood cells, not only immune lymphocytes, but you've got the myeloid line with all the things like your neutrophils and basophils and platelets and all this kind of thing. Und natürlich hat es dann auch zu tun mit dem Knochenmark, aber auch mit dem Blutsystem und die Differenzierung all dieser verschiedenen Immunzellen aus dem Knochenmark, nicht nur die Lymphozyten, aber auch die Erythrozyten und so weiter, die Blutplättchen. So the spleen is kind of more general with the immune system, more general. Also die Milz, würde man sagen, ist mehr generell für das Immunsystem. Where the thymus is really about the T cells. Wohingegen der Thymus wirklich nur zu tun hat mit den T-Zellen, also sehr spezifisch ist. Yeah, and often in autoimmune disease there's a problem with the T cells, so you would use the thymus for autoimmunity as well. Und natürlich auch bei Autoimmunerkrankungen, wo es ja um das spezifische Immunsystem auch geht, würde man auch den Thymus bzw. den Infraspinatus verwenden. And also we'd want to do the lung, you know, so you could use deltoid. Dann wollen wir uns natürlich auch um die Lunge kümmern, also könntet ihr den Deltoidmuskel testen. And if you wanted to do heart, you could use subscapularis, and also kidneys, you could use psoas. Und wenn ihr euch noch ums Herz kümmern wollt, dann könnt ihr natürlich den Subscapularis noch mit testen oder für die Nieren den Psoas. Okay. So these are kind of the way you can do balancing towards the, and you know, for the coronavirus, using this format for coronavirus, you know, with respect to the muscle tests. Und Hugo sagt, er würde es gut kombinieren, also quasi das Format verwenden in Kombination mit dem Muskeltest. So you could, for instance, you could test middle trapezius. Zum Beispiel könntet ihr den mittleren Trapezius testen. Correct it. Korrigieren. Stuck in the format. Das Format nochmal eingeben. And then retest the muscle. Dann nochmal den Muskel testen. Okay. And you could do that with all the other ones as well. Infraspinatus, deltoid, subscapularis, psoas. Dasselbe natürlich auch mit den anderen Muskeln, die er jetzt hier erwähnt hat, also mit dem Infraspinatus, dem Deltoideus, dem Psoas, dem Subscapularis. Okay. Interesting, the emotions from Monica Blasquez, who some of you who know me often refer to her. She's from Spain, a friend of mine. Immer interessant, die Emotionen von Monica Blasquez. Sie ist aus Spanien, ist eine Freundin von Hugo. And what's interesting about her is her knowledge of emotion. And
And she gets a lot of it from observations in the clinic. Und es ist interessant, also Monika beschäftigt sich ja schon sehr lang mit Emotionen und auch aus der TCM, und sie beobachtet sehr viel auch in ihrer Praxis. Okay. So it's the COVID-19 takes advantage of the feelings of loss and defeat. Und speziell der Coronavirus Covid-19 ergreift quasi jetzt einen Vorteil über die Gefühle von Verlust und Aufgabe. Also Defeat heißt so viel wie, ich gebe mich geschlagen, ja? Bauch nach oben, Todstellreflex. And what's really interesting about this whole thing is, we're hardly flying planes, we're not, there's so many things we're not doing. And so when we're not doing these things, the earth is actually regenerating. So. Das Interessante ist ja, dass wir ganz viele Dinge ja aufgegeben haben oder nicht mehr tun. Auch Flugzeuge fliegen kaum noch. Und das Interessante dabei ist, dass die Erde beginnt, sich zu regenerieren in dieser Zeit. And so we feel guilty of what we're doing to the earth. Und so fühlen wir uns auch schuldig dafür, was wir der Erde angetan haben. And there's no way out of the current environmental and political situations. Und es scheint so, als ob es hier keinen Ausweg gibt aus der aktuellen Umwelt- bzw. politischen Situation. And we've been feeling guilty and defeated for months. Und wir fühlen uns jetzt schon schuldig und geschlagen seit Monaten. For everything we've consumed, our mass consumerism and our mistreatment of the world. Für die Massen, die wir konsumiert haben, und dafür, wie wir die Welt eigentlich geschädigt haben. And so this is so we have these feelings of guilt and defeat. Also haben wir eigentlich diese Gefühle von Schuld und Aufgabe aufzugeben. So the other interesting thing is TCM is pneumonia is related to unrecoverable losses or really a deep grief. Und in traditionell chinesischer Medizin gilt natürlich auch Pneumonie, also die Lungenentzündung, ist sehr verwandt mit Verlust, etwas, was auch nicht irgendwie abgedeckt werden kann. And I remember 4.5 years ago, I had pneumonia. Und vor 4 Jahren circa hatte Hugo meine Lungenentzündung, eine schwere. And it was when I looked up, like this really deep, profound grief. And I started processing that grief. And, for me, it was personally to do with growing up without my father present. But it was understanding that I was able to process it and begin kind of a healing process for myself and for him as well. Und Hugo ist damals draufgekommen, dass es sehr viel zu tun hat mit so einer ganz tiefen, fundamentalen Trauer, dem fundamentalen Schmerz. Und der war gekoppelt damals mit dem Verlust seines Vaters in ganz, ganz frühen Jahren. Und als er das quasi herausgefunden hatte, diese Verbindung zu diesem Verlust, hat es angefangen, ganz langsam aber zu heilen. Und Defeat, diese Aufgabe, die ich vorher mal mit Aufgabe übersetzt habe, hat eben auch zu tun mit Niederlage. Also Aufgabe im Sinne von Niederlage. Ich gebe auf. Ich gebe mich geschlagen. So some possible affirmations. I wrote these from Monica's emotion. Und hier sind einige Affirmationen, die ihr verwenden könnt. Das hat Hugo jetzt einfach von Monikas Emotionen so ein Stück weit abgeleitet. So humanity is able to exist respecting the planet. Die Menschheit ist fähig zu existieren beim gleichzeitigen Respektieren des Planeten. Die Menschheit kann den Planeten respektieren und existieren, beides zusammen. Humanity is able to facilitate the regeneration of the planet.
Die Menschheit ist fähig, die Regeneration unseres Planeten zu fördern und zu unterstützen. Humanity is able to take responsibility for the planet's regeneration. Die Menschheit ist fähig, Verantwortung zu übernehmen für die Regenerierung unseres Planeten. And so you could use these with respect to the muscle test as well. Und auch diese Affirmationen könntet ihr verwenden in Zusammenhang, in Referenz immer mit den Muskeltests. So, you know, you would test and correct middle trapezius. Ihr würdet den mittleren Trapezius testen und korrigieren. Then use the format. Dann würdet ihr das Format eingeben. And then you could use the affirmations as well. Dann könntet ihr die Affirmationen hier verwenden. And every time testing the format after each, testing the muscle test after each one. And if the muscle test goes out, then you correct it. And that would be using the same one, for example, middle trapezius. Und dann immer abwechselnd natürlich für jede Affirmation wieder den mittleren Trapezius, wieder den Muskeltest testen, wieder korrigieren und so weiter. Das heißt auch denselben Muskeltest für jede Affirmation hernehmen. And so you would do the formats and affirmations for every muscle test. You know, do them all for middle trapezius, or for infraspinatus, or for deltoid, and any other muscle tests you want to do. Und ihr könntet auch das Format immer eingeben und mit all den verschiedenen Muskeltests, die wir vorher besprochen haben, gegentesten. Ja, also immer das Format, einen neuen Muskeltest, das Format, einen anderen Muskeltest. So I hope you have got something out of this talk. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt etwas aus meinem Vortrag hier mitnehmen. I'd like to thank you all for coming and attending. Und ich möchte mich bei allen bedanken für euer Kommen und euer Teilnehmen. And so Alexandra, I don't know if there's anything else you want to say before we sign off. Und ja, also ich weiß jetzt auch gerade nicht, er fragt mich, ob ich noch etwas zu sagen habe, bevor wir hier das Meeting für alle verlassen. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas von eurer Seite? Ich würde mich einfach auch gern bedanken und freue mich über ganz viele Chat-Nachrichten, die ich leider alle gar nicht so sehen habe können. Ich bedanke mich auch für die Zusammenarbeit mit dem IAK, mit der Blandina Kalmbach und dem Alfred Schatz und auch dem Alexander Kuhlen, die gemeinsam mit uns an dieser Webinarreihe, eben der Erarbeitung dieser Webinarreihe gearbeitet haben. Es werden jetzt insgesamt 7 Webinarreihen folgen. Jeden Donnerstag, immer um die gleiche Zeit, immer um 20 Uhr. Ich glaube, nächste Woche haben wir ein Webinar über Stress und Umgang mit Stress. Ich lasse mich auch immer neu überraschen, was Hugo so bringt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche um 20 Uhr. Und bedanke mich auch an der Stelle nochmal bei Hugo, der diese tolle Webinarreihe ins Leben gerufen hat und auch für seine Idee, in dieser Zeit, wo doch viele jetzt sehr lange zu Hause gesessen sind, wieder neue Inhalte und neue Ideen mit uns zu teilen. So I just said that, I also thank you for sharing your ideas and sharing the contents and your work with us in this frame, in that free webinars, and that we're all very thankful for your work and your input in that very difficult time for so many of us. And so thank you, and see you next week again at the same time. It's very early for you, so thanks, and we really appreciate that you get up so early. Thanks a lot. Yeah, well, you know me, I'm always awake at this hour anyway. Yeah, no, but still, getting out of bed at 4 o'clock in the morning is pretty 3 tough. o'clock, Or 3 o'clock, oh my God, Jesus Christ. Yeah. So you've done a great job, so thanks again. Thank you.